Hallo zusammen! Willkommen auf meinem Kanal, wo gewöhnliche Zeitungen in außergewöhnliche und coole Dinge verwandelt werden. Heute machen wir eine niedliche und einfache Weihnachtsdekoration. Ein leichtes Projekt, das sich wunderbar für kreatives Arbeiten mit Kindern und auch Erwachsenen eignet. Macht mit, es wird spannend! Für die Herstellung eines Sterns benötigen wir Zeitungsröhrchen, die aus normalem Zeitungspapier gedreht werden. Außerdem brauchen wir eine Schere, einen Klebestift und eine Stricknadel mit einem Durchmesser von 2,5 mm. Falls keine Stricknadel vorhanden ist, kann auch ein Holzspieß oder ein anderer stabiler, dünner Stab verwendet werden. Zusätzlich benötigen wir eine Sternschablone aus Karton, die einfach aus dünnem Karton ausgeschnitten wird. Nun schneiden wir die Zeitung in gleich große Streifen, 8 bis 9 cm breit und 45 cm lang. Um ein Zeitungsröhrchen zu drehen, legen wir den Papierstreifen vor uns hin. Wir nehmen die Stricknadel und platzieren sie an der unteren Ecke, fast parallel. Wir lassen ein Stück der Stricknadel über den Rand des Papierstreifens hinausragen und beginnen, das Papier vom Ende des Streifens an, um die Nadel zu wickeln. Nun beginnen wir, die Ecke des Papiers um die Nadel zu wickeln und drehen den ganzen Streifen, während wir unsere Hände langsam zur oberen Ecke bewegen. Am Ende tragen wir etwas Kleber nur auf die kleine Ecke auf, damit das Röhrchen nicht auseinanderfällt. Dann ziehen wir einfach die Stricknadel heraus. Und schon ist ein Röhrchen fertig. Diesen Vorgang wiederholen wir für alle Papierstreifen. Für einen Stern mit einer Größe von 12 cm an der längsten Seite habe ich nur 11 Röhrchen mit einer Länge von 45 cm benötigt. Die Zeitungsröhrchen können vorher gefärbt werden oder man lässt sie so, wie sie sind, und färbt den fertigen Stern am Ende in der gewünschten Farbe. Wie und womit man die Zeitungsröhrchen färbt, habe ich in einem anderen Tutorial erklärt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. In diesem Projekt zeige ich den Prozess mit ungefärbten Röhrchen. Schneidet nun den Stern in der gewünschten Größe aus dünnem Karton aus. Ich habe die Ecken des Sterns in einer bestimmten Reihenfolge nummeriert. Genau in der Reihenfolge, in der wir sie flechten werden. Jedes Zeitungsröhrchen hat 2 Enden, ein breites und ein dünnes. Wir quetschen das breite Ende zusammen und legen es an die Ecke Nummer 1. Um das Röhrchen an seinem Platz zu halten, fixieren wir das Ende mit einer Wäscheklammer oder einer Büroklammer auf der Kartonschablone. Nun beginnen wir, das Röhrchen zu biegen, indem wir von einer Ecke zur nächsten gemäß der Nummerierung vorgehen. Jede Ecke fixiere ich mit einer Klammer. Wenn das Röhrchen zu kurz wird, verlängern wir es. Wir tropfen etwas Alleskleber auf das breite Ende des neuen Röhrchens und stecken das dünne Ende des vorherigen Röhrchens hinein. Dann fahren wir fort, den Stern zu formen. Sobald die Form des Sterns aus den Röhrchen fertig ist, sind wir wieder am Ausgangspunkt angekommen, an dem wir begonnen haben. Nun beginnen wir, die Ecken in die entgegengesetzte Richtung zu umwickeln. Die erste Ecke wickeln wir, indem wir das Röhrchen hinter die äußerste Spitze der Kartonschablone legen und es dann in umgekehrter Richtung zum Punkt Nummer 5 führen. Wir wiederholen diesen Vorgang an jeder Ecke und bewegen uns in die entgegengesetzte Richtung, bis wir wieder am Ausgangspunkt, der Ecke mit der Nummer 1, sind.
Sobald wir wieder bei der Ecke Nummer 1 angekommen sind, setzen wir das Umwickeln fort, achten jedoch darauf, dass jede neue Schleife etwas unterhalb der vorherigen liegt, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Mit jeder neuen Schleife entsteht ein interessantes Muster, das schließlich den ganzen Stern ausfüllt. Im Allgemeinen könnt ihr den Stern so lange umwickeln, bis das Ergebnis euch gefällt. Mir gefällt es, wenn alle Ecken vollständig umwickelt sind und in der Mitte des Sterns noch ein weiterer Stern sichtbar ist. Ich bin fast fertig, also fahre ich fort mit dem Umwickeln. Sobald das Ergebnis euch zufriedenstellt, ist es Zeit, das Flechten zu beenden. Einfach das Ende des Arbeitsröhrchens verstecken. Es kann vorne verborgen werden, indem man es einfach unter mehreren Röhrchen in der Mitte durchzieht. Für zusätzliche Sicherheit kann man einen Tropfen Kleber darauf geben und die überschüssige Länge abschneiden. Oder man kann das Röhrchen auch auf der Rückseite des Sterns verstecken. Und hier wird es richtig spannend. Erinnert ihr euch an unsere Kartonschablone des Sterns? Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Schneidet oder reißt vorsichtig die Kartonschablone und zieht sie aus dem geflochtenen Stern heraus. Sobald der Karton vollständig entfernt ist, kann das Röhrchen versteckt werden. Für zusätzliche Sicherheit kann man einen Tropfen Kleber an der Stelle geben, wo das Röhrchen mit dem anderen Röhrchen überschneidet. Fertig, der Stern ist bereit. Übrigens, auf der Rückseite hat der Stern auch ein sehr interessantes Muster. Und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, welche Seite des Sterns mir besser gefällt. Und welche Seite gefällt euch mehr? Schreibt eure Meinungen in die Kommentare. Ich bin neugierig, welche Seite ihr als Vorder- und welche als Rückseite betrachtet. Nun kann der Stern in jeder gewünschten Farbe bemalt oder einfach so gelassen werden. Wenn ihr ein Band durchzieht, wird es ein wunderschönes Ornament für den Weihnachtsbaum. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, schreibt Kommentare und bis zum nächsten Video.